In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du ein beliebiges Geschenk einpacken kannst. Am Schluss sieht das Geschenk nicht nur ordentlich aus, sondern du bist dabei tiefenentspannt und hast die Nerven nicht verloren. Klingt gut? Dann los! Willkommen bei der Lifehackerin. Hier kommen meine Tipps und Tricks, damit du am Ende ein schönes Geschenk vor dir liegen hast. Und Tipp Nummer 1 wäre, mach's dir leicht. Und zwar mit einer rechteckigen Verpackung. Wenn dein Geschenk bereits eine rechteckige Form hat, wunderbar. Falls du aber eine Tasse, einen Teddy oder sonst etwas Unförmiges verschenken möchtest, dann packst du das am besten zuerst in eine Schuhschachtel oder einen anderen Karton. Damit erleichterst du dir das Einpacken enorm. Um das Geschenk einzupacken, brauchst du Geschenkpapier deiner Wahl. Alternativ geht übrigens auch ein anderes, ausreichend großes Stück Papier, zum Beispiel Zeitungspapier. Außerdem brauchen wir die Schere, Tesafilm sowie ein beliebiges Geschenkband. Um die richtige Größe des Geschenkpapiers zu ermitteln, setzen wir das Geschenk so auf das Papier, dass die langen Seiten parallel zum Papierende liegen. Nun beide Seiten des Papiers hochziehen und über das Geschenk einschlagen. Am Ende muss das Papier ein paar Zentimeter überlappend sein. An der entsprechenden Stelle falze ich es um und habe so eine Hilfslinie, an der ich mit der Schere entlang schneiden kann und einen geraden Schnitt bekomme. In der Länge ist das Papier definitiv noch zu groß. Grundsätzlich brauche ich auf beiden Seiten fast so viel Papier, wie das Geschenk hoch ist. Also einfach ein klein bisschen weniger als diese Höhe. Einen Sonderfall gibt es allerdings, ein flaches Geschenk, wie zum Beispiel dieses Buch. Da musst du etwas mehr Papier dazugeben, damit du es überhaupt falten kannst. Mein Papier hat nun die richtige Größe. Bevor ich mein Geschenk einpacke, kontrolliere ich noch schnell, dass kein Preisschild mehr dran klebt und lege es dann in die Mitte. Nun ziehen wir das Papier auf der einen langen Seite nach oben und zwar möglichst straff über das Geschenk. Für einen schönen Falz kannst du mit dem Finger der Kante nachfahren. Um es dir leichter zu machen, kannst du das Stück mit etwas Tesafilm festkleben. Vorausgesetzt, du beschädigst damit das Geschenk nicht. Nun die andere Seite straff nach oben ziehen und mit einem Stück Tesa festkleben. Für ein noch schöneres Ende falten wir das Papier vorgängig ein wenig um, ziehen es dann nach oben und kleben es fest. Übrigens, falls es dich stört, dass man die Tesastreifen sieht, kannst du einfach doppelseitige Klebestreifen verwenden, die unter dem Papier anbringen und dann sieht man sie nicht mehr. Nun kümmern wir uns um die beiden kurzen Seiten. Hier gibt es zwei Varianten, wie man die falten kann. Meiner Meinung nach sind beide Methoden etwa gleich einfach. Ich zeige dir beide, dann kannst du selber entscheiden, welche dir mehr zusagt. Für Variante 1 falte ich nun den oberen Teil straff nach unten. Die Seiten kann ich leicht vorfalten und dann nach innen schlagen. Den unteren Teil kann ich dann direkt nach oben schlagen. Oder ich knicke das Ende wieder etwas um, schlage es nach oben ein und befestige es wiederum mit etwas Tesa. Das gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite, wobei ich dir hier nun aber die zweite Variante zeige. Hier beginnen wir nicht von oben, sondern an den Seiten und drücken diese nach innen. Nun das Papier von oben nach unten drücken. Zum Schluss wieder das Stück von unten so oder mit umgefaltetem Spitz nach oben ziehen. Und wieder mit Klebestreifen fixieren.
Auch hier könntest du doppelseitige Klebestreifen verwenden, wenn du die Kleber nicht sehen möchtest und die einfach innen anbringen. Die beiden Varianten sehen im Endergebnis leicht anders aus, weswegen ich dir raten würde, bei einem Geschenk auf beiden Seiten die gleiche Variante zu machen, damit das Geschenk eben rundherum gleich ausschaut. Damit sind wir eigentlich fast schon am Ende. Nun kommt noch die Kür, die Dekoration. Du kannst natürlich alles Mögliche drumherum binden oder draufkleben. Ich zeige dir hier noch den Klassiker mit Geschenkband. Wir brauchen ein ordentlich langes Stück. Nur zum Rumbinden brauchen wir zweimal die Länge, zweimal die Breite und viermal die Höhe. Für die Deko nochmals etwa 50 bis 100 cm. Kurz, einfach mal genug Geschenkband abschneiden. Das Geschenk legen wir so vor uns hin, dass die geklebte Seite nach unten zeigt. Nun nehmen wir ungefähr die Mitte des Geschenkbands, legen es mittig auf das Geschenk und ziehen das Band auf der Seite nach unten. Das Geschenk drehen, das Band zur Mitte ziehen und überkreuzen. So können wir es wieder auf die andere Seite ziehen. Falls dein Geschenkband allerdings eine Ober- und eine Unterseite hat, müssen wir beide Seiten nochmals umdrehen, sodass die schöne Seite wieder oben liegt. Das befindet sich am Schluss ja unten, also muss das jetzt nicht wie aus dem Ei gepellt aussehen. Nun noch die Frage nach der Position. Also wollen wir es mittig oder leicht seitlich? Dann Geschenk wieder umdrehen und die Enden verknoten. Nach dem ersten Knoten mit einer Seite unter dem Geschenkband durchgehen, damit es wirklich mittig zu liegen kommt. Dann einen zweiten Knoten machen und festziehen, damit er nicht mehr aufgehen kann. Nun binden wir noch eine Schlaufe, wie beim Schuhebinden, und ziehen sie fest. Die Enden können wir noch etwas mehr kringeln, indem wir die Unterseite des Geschenkbands mit etwas Druck über die Klinge der Schere ziehen. Es gibt übrigens Geschenkband, da will das nicht so richtig funktionieren. Also das Geschenkband lässt sich nicht schön kringeln. Deshalb am besten einfach an einem kleinen Stück vom Geschenkband austesten, nicht direkt am verpackten Geschenk, und dass es da dann nicht schön aussieht am Schluss, wäre schade. Mit der zweiten Seite das Gleiche machen, und falls es beim ersten Mal nicht schön klappt oder zu wenig stark kringelt, kannst du es auch ein zweites oder drittes Mal über die Schere ziehen. Optional kannst du mit der Schere noch 1 bis 2 kleine Einschnitte machen und dann das Geschenkband auseinanderziehen. So wird es noch etwas feiner und verspielter. Wichtig ist hierbei, dass die Einschnitte gerade gemacht werden, also parallel zu den Geschenkbandseiten. Ansonsten reißt es beim Auseinanderziehen ab. Am Schluss alles hübsch drapieren und fertig eingepackt ist das Geschenk. Weitere Verpackungstipps und Tricks verraten wir dir in dieser Playlist. Da zeigen wir dir zum Beispiel, was du tun kannst, wenn du vermeintlich zu wenig Geschenkpapier hast, oder auch, wie du unförmige Geschenke problemlos verpacken kannst, falls du sie nicht in eine Schachtel stecken und so verpacken willst. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann, tschüss!